Willkommen zu einer neuen Lesung. Mein Name ist Danielle und diese Woche möchte ich euch gerne aus der Biografie von Eberhard Malwitz vorlesen. Erinnerungen sind ein Schatz. Ohne sie wären wir nichts. So oder so wird alles einmal im Leben versinken. Die Kindheit erlebte Eberhard im Zweiten Weltkrieg und die Zeit in der DDR beschreibt er aus der Sicht des Jugendlichen, der sein Denken und Handeln von damals darlegt. Für die Flucht nach Westdeutschland sucht er sich ausgerechnet die Stasi als Helfer aus. Ich hoffe, ihr seid bei mir in dieser spannenden Biografie. Kapitel 3 Heimkehr. Er ist da, flüsterte meine Mutter mir ins Ohr. Das Zittern ihrer Stimme verlieh den Worten etwas Würdevolles. Freudentränen tropften auf meine Wange. Obwohl ich mich noch im Halbschlaf befand, hatte ich alles verstanden. Als ich mich im Bett nicht rührte, legte sie mir die Hand auf die Stirn und sagte mit etwas mehr Nachdruck: »Dein Vater wartet im Flur auf dich und vergiss nicht, ihn zu umarmen.« Dann verließ sie das Krankenzimmer der Poliklinik in Bergen, ließ aber die Tür zum Flur offen. Einen Augenblick blieb ich auf der Bettkante sitzen und genoss die Morgensonne auf meinem Rücken. Dann ließ ich meine nackten Füße auf den Fußboden gleiten und lief auf den Flur, dem alten Mann entgegen, der mein Vater sein sollte. Grau war er geworden mit seinen 50 Jahren, fiel mir sofort auf. Dennoch, die Rolle des glücklichen Sohnes spielte ich überzeugend und warf mich in seine ausgebreiteten Arme. Mit dem Instinkt eines 12-Jährigen ahnte ich, jetzt würde sich alles ändern. Kurz vor meinem 7. Geburtstag hatte ich ihn zum letzten Mal gesehen, im Februar 1945, in unserer Wohnung in Stettin. Das Ende des Krieges war abzusehen, denn die Rote Armee näherte sich bereits vom Osten der Oder. Unsere Stadt wurde fast täglich bombardiert. Wenn nachts die Sirenen heulten, wurde meine Schwester Rita und ich von unserer Mutter unsanft geweckt. Dann musste alles schnell gehen, notdürftig anziehen und im Laufschritt zum unterirdischen Bunker, noch bevor die ersten Bomben fielen. Ohne Vater, denn er hatte meistens Nachtdienst. Immer öfter drängte er meine Mutter mit uns Kindern zur Flucht. Selbst musste er dem Befehl gehorchen, Stettin noch nicht zu verlassen. Mit einer Adresse von in einem Gutshof auf der Insel Grügen, wo wir uns melden sollten, machten wir uns auf den Weg. Bis zu unserem Ziel mussten wir Strapazen ertragen, die an die Grenzen unserer Belastbarkeit gingen. Der Rügendamm war an 2 Stellen gesprengt worden. Bahn- und Straßenverkehr waren zum Erliegen gekommen. Deshalb mussten wir weite Strecken zu Fuß zurücklegen. Lediglich die letzten 10 Kilometer nach Bergen erbarmte sich ein Bauer und nahm uns auf seinem Fuhrwerk mit. Wir übernachteten zusammen mit anderen Geflüchteten in einem großen, mit Stroh ausgelegten Saal. Die Gutsherrin, deren Adresse mein Vater uns mit auf den Weg gegeben hatte, holte uns am nächsten Tag mit einer Kutsche ab. Damals war streng reglementiert, wer wie viele Menschen aus dem Osten Deutschlands aufnehmen musste. Wir wohnten nur wenige Tage auf dem Gut. Dann beschlagnahmte die deutsche Wehrmacht die Zimmer für sich und die Gutsherrin suchte uns in Zirkow, einem kleinen Dorf mit 500 Seelen, ein anderes Quartier. Wir hatten zwar bis auf einen Koffer mit dem Allernötigsten alles verloren, aber Bombenangriffe brauchten wir nun nicht mehr zu befürchten. Die Dorfbewohner, nicht besonders erfreut über die vielen Neuankömmlinge, gaben uns immerhin ein Dach über dem Kopf und ließen uns nicht verhungern. Weder die Einheimischen noch die Flüchtlinge ahnten, dass es für die meisten kein Zurück mehr geben würde. Kapitel 21 Meine Flucht. Nördlich von Binz lag in einem Sperrgebiet das geheimnisumwobene Prora. Strandspaziergänger, die dorthin wollten, standen bald vor den Schildern: Sperrgebiet. Unbefugten ist das Betreten, Befahren und die bildliche Darstellung verboten. Zuwiderhandlungen werden bestraft. Im Süden beginnt die Steilküste, die sich bis nach Selin und weiter nach Göhren hinzieht. Wir Internatsschüler wanderten dort oft auf dem Hochuferweg. Oder wir versuchten, das unwegsame Gelände auf Fahrrädern zu bewältigen. Der schmale Pfad schlängelt sich am Buchenwald entlang und nähert sich stellenweise gefährlich der Abbruchkante. Die Ostsee hatten wir immer im Blick. Tief unten der schmale Sandstrand,
stellenweise mit Feuersteinen übersät. Ab und zu ragen große Findlinge aus dem Wasser. Wir gingen quasi an der Staatsgrenze der DDR entlang, am äußersten Zipfel der Republik. Bewusst wurde uns das aber erst, als wir berittene Grenzpolizisten entdeckten, die mit Ferngläsern die Ostsee absuchten. Mittlerweile war die Benutzung von Luftmatratzen und Booten beim Baden verboten worden. Gerüchte machten die Runde, dass einigen damit die Flucht gelungen sei. Auch ich hatte mir schon ausgemalt, wie ich es anstellen könnte, auf diese Art und Weise zu fliehen. Aber noch war der bequeme Fluchtweg über Berlin offen. Die letzte Prüfung an der Oberschule war vorüber und das sollte gefeiert werden. Wir freuten uns auf das Abschlussfest im Dünenhaus. Die imposante Villa, 1902 erbaut im Stil der Bäderarchitektur, lag an der Strandpromenade unweit des Kurhauses. Alle waren gekommen, Lehrer wie Absolventen. Nur mein Freund Klaus Rehmer nicht. Bei bester Stimmung, Getränken und Musik drehte sich die Unterhaltung um unsere Zukunft. Einige wollten studieren, andere lieber einen Beruf erlernen. Nur ich hatte noch keine konkreten Pläne. Immerhin hatte ich mich kurz vorher an der Fachschule für landwirtschaftliche Technik in Berlin beworben, auch wenn bloß zum Schein. Diese Geschichte gab ich nun vor meinen Freunden und den Lehrern zum Besten. So würde bestimmt niemand annehmen, ich hätte ernsthafte Fluchtabsichten. Die Zeit verrann. Draußen war es schon dunkel. Meine Gedanken kreisten ständig um den kommenden Tag. Ich versuchte, möglichst gelassen zu bleiben, doch in meinem Kopf rumorte es. Zunehmend wurde mir schmerzlich bewusst, dass ich sie alle nie mehr wiedersehen würde. Andererseits musste ich mit meiner Mutter dem Vater in den Westen folgen, sonst wäre unsere Familie für immer zerbrochen. Die Konsequenzen meiner bevorstehenden Flucht wurden mir immer klarer. Die Insel Rügen war meine Heimat. Ihre Landschaft hatte sich wie ein Schatz in meine Seele gegraben. Die sanften Hügel, die Wälder und Felder, hier und da Baumgruppen, darunter lagen Gräber aus der Steinzeit. Einen Abschied von allem, was mir lieb geworden war, den Freunden, den Sportkollegen, den Lehrern und nicht zuletzt der Insel, konnte ich mir noch nicht vorstellen. Ich liebte nicht nur Rügens Sehenswürdigkeiten, wie die berühmten Kreidefelsen, die Feuersteinfelder und das Mönchgut. Auch die unberührte Landschaft im Inneren der Insel, mit dem Sanddorn, dem gelben Ginster und der üppigen Flora in den Mooren, zog mich magisch an. Unzählige Male war ich schon die Straße zwischen Zirkow und Binz gefahren, durch herrliche Buchenwälder, die sich im Frühling mit einem weißen Teppich aus Anemonen schmückten. In Pantow an schilfgedeckten Bauernkanten vorbei, darunter der berühmte Zuckerhut, erbaut um 1700. Vor Serams eröffnete sich der Blick auf goldgelb leuchtende Kornfelder und mit etwas Glück dampfte gerade die Kleinbahn quer über die unbeschrankte Straße. Meine Gedanken kreisten um mein Fernweh, das mich schon als Kind in Zirkow gelegentlich heimgesucht hatte. Wenn ich auf der Dorfstraße niemandem zum Spielen antraf, streunte ich weiter bis zur Sandkuhle am Dorfrand. Diese war durch Sand- und Kiesabbau für das Projekt Prora in einem riesigen Berg entstanden. Alle Häuser von Zirkow hätten darin Platz gehabt. Dort erklomm ich den Abhang, um auf meine Birke zu klettern. Vom Hochsitz hatte ich einen Blick über das Moor bis nach Rügens Hauptstadt. Der Berg und die Sandkuhle sind mittlerweile durch 2 große Baggerseen verdrängt worden. Meine Gedanken kehrten wieder zurück in die Gegenwart. Die Augen suchten den Saal nach meinem Freund ab, aber Klaus war noch nicht aufgetaucht. Allmählich beschlich mich ein Verdacht. War er schon in den Westen abgehauen, ohne mir etwas zu sagen? Um meinen Abschiedsschmerz zu betäuben, hatte ich während der Feier Schnaps getrunken. Zu viel, denn ich begann plötzlich zu plaudern. In mir hatte sich etwas angestaut. Warum durfte ich nicht darüber sprechen, dass ich mich entschieden hatte, an einem anderen Ort auf unserem Erdball zu leben? Am liebsten hätte ich meine Wut in den Saal geschrien. Stattdessen sagte ich mit lallender Stimme, aber für die Lehrer um mich herum verständlich genug: Morgen haue ich in den Westen ab.
Dabei sah ich meinem Klassenlehrer in die Augen, der dicht vor mir auf einer erhöhten Absatz stand. Ich mochte ihn. Mit ihm konnte man über alles reden. Er schaute mich ruhig an. Über sein Gesicht glitt ein mitleidiges Lächeln, das man einem Betrunkenen entgegenhält, den man nicht für voll nimmt. Die anderen Lehrer taten so, als hätten sie nichts gehört. Meine Mitschüler wechselten plötzlich das Thema und versuchten, mich durch allerlei Gesten zum Schweigen zu bringen. Während ich immer noch über mein Vorhaben redete, zog mich ein Mädchen aus unserer Klasse im Arm. »Komm, du brauchst etwas frische Luft.« Sie schob mich resolut vor sich her. Draußen war es schon dunkel. Entschlossen dirigierte sie mich über die Strandpromenade zu einem schmalen Pfad, der über die Dünen zum Strand führte, bis zu einem offenen Strandkorb. Sie setzte sich neben mich und machte mir Vorwürfe, warum ich das alles vor den Lehrern ausgeplaudert habe. Unter Tränen befreite ich mich von meinem Kummer, indem ich ihr stockend alles erklärte. Sie glaubte mir, was mich tröstete. Besorgt sagte sie: »Warte bitte hier, ich hol dir einen Kaffee, dann kommst du wieder zur Besinnung.« Die Tränen hatten mir gut getan. Ich atmete tief die frische Seeluft ein. Ein letztes Mal lauschte ich der Symphonie der Ostsee, dem Plätschern der Wellen im Wechsel mit dem Atem des Windes. Mein Blick schweifte hinüber zu den Lichtern von Sassnitz. Wenn alles gut ging, würde ich morgen in Berlin sein und Rügen für immer verlassen haben. Könnte ich mich jemals wieder in der Heimat sehen lassen, fragte ich mich, denn ich hatte auf Staatskosten die Oberschule besucht und sogar ein Stipendium erhalten. Ich stand in der Schuld des Staates und wusste nicht, wie man mit mir umgehen würde. Sie war immer noch nicht zurück. Nur für einen Augenblick keimte Misstrauen in mir auf. Nein, sie würde niemals, beruhigte ich mich. Als sie plötzlich vor mir stand, zuckte ich zusammen. Der Kaffee besserte schnell meinen Zustand. Nachdem ich ihr meinen Fluchtplan anvertraut hatte, fühlte ich mich erleichtert. Freundschaftlich gingen wir Arm in Arm zurück. Im Dünenhaus taten alle so, als sei nichts gewesen. Vielleicht hatten die Lehrer wirklich geglaubt, ich hätte im Alkoholrausch nur Unsinn geredet. Oder sie wollten lieber nichts gehört haben. So, meine Lieben, das war ein Ausschnitt aus dem Buch Vor dem Nebel von Eberhard Malwitz und ich hoffe, es hat euch genauso ergriffen wie mich. Es ist also eine Flucht mitzumachen und dann gleich zweimal auf unterschiedliche Weise in einem Leben zu fliehen. Ich glaube, das prägt einen Menschen und schaut mal rein in das Buch. Ich glaube, da ist ganz viel Weisheit und Geschichte für uns alle drin. Ich wünsche euch einen guten Abend, eine gute Nacht oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr das hört, und freue mich, euch nächsten Samstag wieder zu begrüßen. Bis dahin, eure Danielle.